Friends, before I begin with our discussion on the second chapter of the Bhagavad Gita, Freunde, bevor ich mit dem zweiten Kapitel von Bhagavad Gita beginne, I would like to share a news about Swami Jyotirupanandaji with you. Ich möchte mit euch eine Nachricht mitteilen über Swami Jyotirupanandaji. Many of you have seen him, he has come here many times. Viele haben ihn gesehen, er war hier öfters. He lives in Moscow. Und er lebt in Moskau. So he's a wonderful Swami, and for the last 2 years he could not come due to Corona. Er konnte wegen Corona seit 2 Jahren uns nicht mehr besuchen. And this year he completed his 90th birthday. Und in diesem Jahr hat er seinen 90. Geburtstag gefeiert. So maybe 1.5 months ago he developed some uneasiness. Vor 1,5 Monate hat er sich nicht wohl gefühlt. He was losing appetite and all these things. Er hat seinen Appetit verloren und hat auch andere Komplikationen gegeben. And also he lost a lot of weight. Und er hat auch viel Gewicht verloren. Now there are many things to consider about it because he lives in Moscow. Es gibt vieles, was wir uns über ihn Gedanken machen müssen, weil er in Moskau lebt. So devotees there would want that he should be treated in Russia. Die Devotees wollen, dass er sich in Russland behandeln lässt. But our Swami, another Swami there, Indian Swami, Atmalokananda, he knows that treatments in India are much better. Aber der andere Swami, Swami Atmalokananda, ist der Ansicht, dass seine Behandlung besser in Indien laufen könnte. So this way some time was lost. Und auf diese Weise ist viel Zeit verloren gegangen. So they finally brought him to Mumbai, Bombay. Und die haben ihn schließlich nach Mumbai gebracht. And put him in the cancer specialty hospital. Und ist er in einer speziellen Klinik für Krebs eingewiesen worden. So then after investigation they found that he has lymphoma, some kind of disease of the lymph nodes. Und die haben nach Untersuchungen festgestellt, dass er eine bestimmte Krankheit bezüglich Lymphen oder Lymphknoten leidet. And after further investigation they found that it is not cancerous exactly. Und nach weiteren Untersuchungen haben sie festgestellt, dass es hierbei nicht um Krebs geht. So he needs 6 injections to boost his immunity booster injections. Da er jetzt eine Immunschwäche hat, braucht er 6 Spritzen. So before this also, when he came to hospital and after these 2 injections were given, I spoke with him. Und bevor er ins Krankenhaus eingewiesen wurde und nachdem er 2 Spritzen bekommen hat, habe ich mit ihm gesprochen. So after 2 injections he is recovering very fast. Und nach 2 Spritzen erholt er sich schneller als gedacht. So the Swami Atmalokanandaji Vibhu Maharaj, who is constantly with him there, he sent me a picture of his today. Und Swami Atmalokanandaji hat ein Bild von Swami Jyotirupananda ihm zukommen lassen, oder mir zukommen lassen. This is how he looks now. Und so sieht er jetzt aus. Can I send to you? To your... Darf ich euch dieses Bild zukommen lassen? Nein, bitte. Okay. I can send it by email. It will take a minute or two. You're searching for connection. The circle comes here.
Okay, let it do it afterwards. We Yeah, can. sure. You were born in 1932. Er ist im Jahr 1932 geboren. Quite a long time back. Viel. And one good thing about him, he used to take one medicine per day. And that medicine is multivitamin. Ein schönes. Er hat jeden Tag ein Blatt von Multivitamin zu sich genommen. So you know how physically fit he is. And he told me that Yes. you got? Yeah. Yes. He is just walking inside the hospital and sat down for some rest. So, but there is one arrow trying to pierce his face. Will you return to Russia afterwards? Or He is going back to Russia afterwards. He is Russian actually. okay. No, not exactly. Looks like. Yeah. During these so many years, maybe 30 years he has been there, Yeah. his face etc. got changed into Russian face. Like that. So, so we'll begin with our second chapter of the Gita. So, wir fangen mit dem zweiten Kapitel von Bhagavad Gita an. So this, those people who are joining online, they could see. Oh, I have to share it. So in between you share it. Thank you for Or at the end. Okay. At the end. So those who are online now via YouTube and Zoom, we will share this photo of Revered Maharaj with you at the end of this talk. Am Ende des Vortrags, wer immer mit uns über Zoom oder andere Wege verbunden sind, wir lassen Ihnen dieses Bild am Ende des Vortrags bekommen. So we start with the Gita prayer. Wir fangen mit dem Gebet von Gita an. Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru. So just we are remembering the main character in the Gita, Sri Krishna, by this prayer. Durch das Gebet denken wir uns an den Hauptcharakter von Bhagavad Gita, das ist Sri Krishna. So last time we discussed that the Gita has got 18 chapters in it. Letztes Mal haben wir gesagt, dass Gita 18 Kapitel beinhaltet. And we summarized the first chapter. Und wir haben beim letzten Mal das erste Kapitel zusammengefasst. That was, comparatively a small chapter. Das war vergleichsweise ein kleines Kapitel. But in the Gita, they say there are 3 chapters which are really very big. Und in Gita sagt man, dass es 3 Kapitel gibt, die wirklich groß sind. They are not in size, actually. There are some other big chapters which are in size big. But these 3 are big because of their contents. Es geht nicht um die Größe, sondern um den Inhalt. So this is chapter number 2, chapter number 15, that is a very small chapter, and chapter number 18. Kapitel 2, Kapitel 15 und Kapitel 18 gehören dazu. And what is said in chapter number 18, most of those things are being said here also in chapter number 2. Was wird in Kapitel 18 gesagt, wird auch hier in Kapitel 2 gesagt. Also ein Teil wird ja schon drin stehen. Anyway, this chapter 2 is a very significant chapter.
Kapitel 2 ist ein sehr wichtiges Kapitel. It is dealing with almost the whole of the Gita. Es beschäftigt sich mit dem ganzen Gita. It connects with the facts, beginning this war, and then connects it with our life's philosophy. Ja, es enthält Fakten bezüglich des Krieges und enthält auch andere Aspekte. So, at actually this chapter discusses 4 broad topics. Dieses Kapitel setzt sich mit 4 großen Themen auseinander. Number 1 is the change in Arjuna or Arjuna's attitude. Der erste ist der Wandel oder die Veränderung in der Haltung von Arjuna. Number 2 is the teachings about the path of knowledge, or Jnana Yoga, or Sri Krishna calls it Sankhya Yoga. Zweite ist die Lehre über den Weg des Wissens, was Krishna als Jnana Yoga oder Sankhya Yoga bezeichnet. Third one is called just yoga. Dritte heißt nur Yoga. That yoga actually means a combination of Karma Yoga and Bhakti Yoga. Und das ist ein Zusammenschluss von Karma und Bhakti Yoga. Actually speaking, this is just Karma Yoga. In der Tat ist es nur Karma Yoga. Because Karma Yoga includes God also. Da Karma Yoga auch Gott mit einbezieht. Then the fourth one, very famous, that is the characteristics of a person of wisdom. Der vierte Steady ist, wisdom, der vierte ist die Eigenschaften eines weisen Menschen. Yeah, how the wisdom can be made steady, made one's own. That is said in that Ja, portion. wie man sich Weisheit aneignet. So that is known as Sthita Prajna Lakshana. So the characteristics of a man of steady wisdom, unwavered wisdom. Das nennt man Sthita Prajna Lakshana. Das ist die unerschütterliche Haltung eines Menschen. Oder unbeweglich. Hm? Unbewegliche Haltung. Unbewegliche Haltung, ja. And this chapter is called Sankhya Yoga, means the chapter dealing with knowledge. Das nennt man Sankhya Yoga, also ein Kapitel, das sich mit Weisheit auseinandersetzt oder Wissen. The first chapter showed how Arjuna came under the tremendous effect of grief, and grief first, yes. Das erste Kapitel zeigt, wie Arjuna auf einmal sehr traurig wurde. Also den Trauerzustand von Arjuna wurde im ersten Kapitel ausführlich behandelt. And we have also seen that the causes of this grief was attachment and delusion. Und die Ursache des Trauer war Anhaftung und Wahnvorstellung. Ja. So this in Sanskrit they are called Raga and Moha. In Sanskrit nennt man diese Raga und Moha. Why did Arjuna, having such a bright caliber or intellect, come under this grief and under this delusion and attachment? Warum ist Arjuna, der eigentlich ein starker Mann ist und ein Intellektuell, in einem Zustand geraten, wo er dann in Trauer versetzt wurde? So the fact is that Arjuna was placed in a situation. Die Tatsache ist, dass Arjuna vor eine Situation gebracht wurde. And another fact is that it is not very surprising that he was in the battlefield.
Und die andere Tatsache ist, es ist nicht überraschend, dass er sich auf dem Schlachtfeld befunden hat. He himself chose to fight this war. Er hat selber den Weg gewählt. So then what is a problem for him to be there? Und wo ist denn das Problem überhaupt, dass er sich dort befunden hat? So in the first chapter we discussed that. Im We ersten discussed that Kapitel in the haben wir first uns damit auseinandergesetzt. So actually the problem was that Arjuna analyzed this whole situation by himself. Das Problem war, dass Arjuna die ganze Situation für sich analysiert hatte. A problem of such a big dimension. Ein Problem der großen Dimension. He thought that he could just solve it by his own intellect or with the help of his own ideas. Er dachte, er könnte dieses Problem mit Hilfe seines Intellekts oder mit Hilfe seiner Ideen lösen. And what is more surprising here is that he made a decision by himself. Und das Überraschende war, dass er die Entscheidung selber getroffen hat. It is not he that who decided on this particular matter. Und es ist eigentlich nicht er, der solche Entscheidungen trifft. So he forgot that it is not that he alone who is involved in this. Und er hat komplett vergessen, dass er allein da in dieser Situation war. He forgot that he needed help from experts. Und er hat das vergessen, dass er Rat von anderen benötigt. So what he decided, he thought that it is very good to withdraw from this duty. Und er dachte, es wäre nett, dass er sich von dieser Verantwortung ablöst. Actually, at this point, Arjuna stood at a crossroad. Und an diesem Punkt stand Arjuna vor einem Scheideweg. And his conclusion was not a wise conclusion. Und seine Zusammenfassung war nicht eine richtige Zusammenfassung. And this whole thing created this big Gita teaching. Und das war auch der Grund, warum die Lehre Gita entstanden ist. And the mental condition of Arjuna is no way different from our mental condition. Und psychische Verfassung von Arjuna unterscheidet sich keineswegs von unserer psychischen Verfassung vor einer Krise. So in the beginning of the second chapter, we see that there is a turning point in the mind of Arjuna. Und im zweiten Kapitel sehen wir, das ist der Wendepunkt im Gedanken von Arjuna. So now Sri Krishna comes forward and helps him to find his confusion. Und hier kommt Krishna in Erscheinung und er hilft Arjuna dabei, seine Zweifel zu erkennen. And in amazing precision, Sri Krishna explains or analyzes the situation for Arjuna. Und in einer exakten Präzision hat Krishna für Arjuna die Situation analysiert. So this leads Arjuna to two special discoveries. Und das führt Arjuna zur Entdeckung zwei besonderen Dingen. Sri Krishna pointed out that Arjuna's personal weakness was the cause of this serious problem. Krishna macht Arjuna darauf aufmerksam, dass seine persönlichen Schwächen sind, die diese Zweifel in ihn hervorgebracht hatten. And that was his weakness of attachment. Und die Schwäche der Anhaftung. And this cannot be solved by superficial methods. Und das kann man nicht mit oberflächlichen Methoden behandeln. So here Sri Krishna wanted to tell Arjuna that Arjuna was no way better than any one of us.
Und hier wollte Krishna Arjuna sagen, er ist keineswegs anders als den gewöhnlichen Menschen. And then second thing Arjuna discovered, very wisely though, Und zweites, was Arjuna selber entdeckt hatte, auf eine sinnvolle Weise, that he needed to consult a competent teacher. und dass er den Rat eines kompetenten Lehrers braucht. These teachers are called gurus in Sanskrit language. Und diese Lehrer nennt man Gurus. They are experts in particular fields. Die sind in bestimmten Gebieten Experten. If you are following researches in physics, you search for a guru who is competent in that field. Nehmen wir mal Beispiel Physik. Wenn man in diesem Gebiet vorankommen möchte, dann wendet man sich an einen ausgewiesenen Kenner dieses Gebiets. So these competent people are called the gurus in Sanskrit language. Und diese ausgewiesenen Persönlichkeiten nennt man auch Gurus. They are gurus because they are practitioners, practical teachers. Die sind deswegen Gurus genannt, weil sie praktische Erfahrungen mit dem Gebiet gemacht haben. Otherwise, they are just theoreticians. Ansonsten sind sie nur Theoretiker. And for the theoreticians, there is a word in Sanskrit. Und für solche Theoretiker gibt es auch einen Begriff in Sanskrit. They are called the shikshaka. Und die nennt man Shikshakas, also The nur die Lehrer. teachers, just theoretical teachers. Ja, die sind nur für Methodik oder so etwas beschäftigt. So Arjuna found a relation between the student and the teacher. Und Arjuna entdeckte oder fand heraus, der Punkt, was ihn von einem Experten unterscheidet. So Und die Verbindung zwischen Schüler und Lehrer. therefore the teaching begins. Und davor beginnt die Lehre. And this is such a great lesson for all of us. Und das ist eine große Lehre für uns alle. When we discover a student in us, then the teaching becomes fruitful. Wenn wir in uns Schüler erkennen, dann ist die Lehre auch sehr fruchtbar. In most of the cases, we come to people for help as teachers. In vielen Situationen kommen wir Menschen zu Hilfe, als ob wir Lehrer wären. Before the person who would help us start with 2-3 sentences, we start using but. Wenn die Personen anfangen zu erzählen, dann kommen wir immer mit den Begriffen aber und öfters. Suppose you want to drive from Berlin to Bindweide. Angenommen, wir wollen von Berlin nach Bindweide fahren. You are asking someone how to go to Bindweide. Wir fragen jemanden, wie man nach Bindweide gelangt. Then this person start telling you that you take 110, then off here like that. Dann sagt er, ja, dann nehmen Sie mal A110 und dann A4 und so weiter. After this person has said 2 sentences, then you start saying, but last time I went to Austria like this, but all this confusion. Kaum hat der Mann seinen Satz zu Ende gebracht und fangen wir mal mit aber an. Oder damals war ich so und damals bin ich so gefahren. So the first condition of learning for us is that unlearning is the first condition. Unlearn what you already know. Das erste ist, wenn man lernen möchte, dass man alles, was man vorhin gelernt hat, beiseite legt. So the great thing here that Arjuna discovered the student in himself. Und die größte war, dass Arjuna in sich den Schüler entdeckt hatte. As we have seen in the first chapter, Als wir im ersten Kapitel gesehen haben, the decision of this battle was taken after serious considerations of all varieties of possible alternatives. die Entscheidung für den Krieg hat man erst dann getroffen, nachdem man alle Optionen erprobt hat. So we have to remember that they considered all possible options and then they found that this is the best option. Da muss man uns
ihm darüber im Klaren sein, dass man vor dieser Entscheidung, Krieg zu führen, sich mit allen Optionen auseinandergesetzt hat. Und dann ist man zum Schluss gekommen, der Krieg ist die beste Option. So the very first thing Sri Krishna does is to pointing out to Arjuna that his problem is problem of attachment and delusion. Und das hat Sri Krishna dann Arjuna klargemacht, dass sein Problem auf Anhaftung und Wahnvorstellung basiert. And this is in one word called selfish interest. Und das ist in einem Wort zusammengefasst, also selbstbezogene Interesse. But the war was meant for bringing about greater good for greater number of people. Und der Krieg hat ja das Ziel gehabt, für die größte Zahl von Menschen größere Vorteile zu bringen. And then after that, Sri Krishna gave very, very practical, utilitarian advices. Und dann kam es zu den praktischen und allen vorteilbringenden Hinweisen. To convince Arjuna that their decision was right. Und das hat dann Krishna versucht, um ihn davon zu überzeugen, also um Arjuna davon zu überzeugen, dass diese Entscheidung die richtige ist. So he wanted to analyze that problem from 4 standpoints. Er wollte den Problem von 4 Standpunkten analysieren. That is the most practical teaching of any scriptures. Das ist die praktische Lehre von jeder Schrift. You have to face challenges or problems, whatever you may call it. Man muss sich der Herausforderung stellen, egal wie man das bezeichnet. And there is no living being who does not have the chance to face challenges. Und es gibt keinen Mensch, der sich der Probleme oder Herausforderungen nicht gestellt hat. Now in this chapter, Sri Krishna goes so methodically, step by step. Und in diesem Kapitel geht Sri Krishna sehr methodisch vor, also erklärt alles Schritt für Schritt. Of the 4 points, he discusses the first point from verse number 26 to 30. So precise it is. Der erste Punkt erklärt er in den Versen von 26 bis 30. In verse number 11, he says that this is your selfishness which is telling you to quit. Schon in der 11. Verse sagt er, das ist deine selbstbezogene Interesse, dass du die Entscheidung treffen möchtest, das Kampffeld zu verlassen. So he says, look at any problem, not only this big problem, look at any small problem also from the standpoint of Atman. Und deswegen sagt er, betrachte jedes Problem, auch wenn diese auch kleiner sein mag, vom Standpunkt des Atmens. The Atman is immortal. Der Atman ist unsterblich. It survives the death of the body. Und er überlebt auch den Tod des Körpers. It survives the end of your CV. Er überlebt auch den Zeitpunkt nach dir. Lebenslauf. Ja, sein Lebenslauf. So you leave that, all these papers and files you leave some in Bindweide. Also lassen Sie mal alle Ihre Papiere hier liegen. So all your Lebenslauf is left behind and then you go. Alle Lebensläufe sind zurückgelassen, aber du gehst weiter. And the you go, that is immortal, not the Lebenslauf. Und wohin du gehst, das ist unsterblich, aber nicht die Lebensläufe. Because this Atman, this self inside you, never changes. Und der Atmen, der drin ist und bei dir, widersteht alle Wandlungen. It never changes in spite of the changes in your body, mind, complex. Der bleibt immer konstant, unabhängig davon, welche Verwandlungen der Körper durchmachen muss. It never changes in spite of your birth. Es bleibt auch konstant, unabhängig von der Tatsache, dass du geboren wirst. It never changes with your death. Es ändert sich auch nach deinem Tod. So, life
both are subject to change. Leben und Tod sind immer von Wandlungen bestimmt. So Sri Krishna puts it in so beautiful way. Jatasya hi dhruvo mrityu dhruvam janma mritasya cha. Death is sure for the person who is born, and the person who dies is sure to be reborn. There is no escape from this. Ja, Sri Krishna macht das ganz gleich darauf aufmerksam. Und wer immer geboren wird, dem wird auch Tod geschehen. Und wer stirbt, der wird bestimmt wiedergeboren. If you take your life being born seriously, you should take death also seriously. Wenn du deine Geburt ernst nimmst, musst du auch den Tod ernst nehmen. And therefore, the self that lives inside your body, that self is not the enjoyer or doer of any action. Der Selbst, was in dir ist, der ist weder der Genießer noch der Handelnde deiner Handlungen. When you take nourishing food, it does not increase the height or weight of yourself. Wenn du nahrhaftes Essen zu dir nimmst, dieser hat überhaupt keine Auswirkungen auf dein Selbst. If you eat a lot of mangoes in 1 month, it will increase your body weight. Angenommen, wenn man viel Mangos in einem Monat zu sich nimmt, verspeist, dann nimmt man zu. So the self does not eat and does not enjoy and does not increase or decrease. Also der Selbst weder isst, noch trinkt, noch genießt und daher bleibt er immer konstant. So change means whatever appears will disappear. Also der Wandel heißt, was immer erscheint, wird auch mal verschwinden. So, but the Atman does not undergo any change. Der Atmen, also der Selbst, geht keinen Wandel durch. Actually speaking, change is the beauty of the creation. Veränderung ist die Schöne der Natur. If the baby after birth remains a baby for life, Wenn der Säugling auch nach der Geburt mehrere Jahre Säugling bleibt, das gefällt niemand. even the mother will be tired. Die Mutter wird müde davon. So, this is the beauty of nature. Das ist die Schönheit der Natur. But it looks ugly when our outlook to this beauty becomes selfish. Es wird dann hässlich, wenn unsere Sichtweise zu dieser unveränderbar ist und mehr selbstbezogen ist. Changefulness is welcome, but we don't want changefulness when we find that our selfishness is being affected. Eigentlich der Wandel ist willkommen, aber solange wir uns nicht darauf einstellen, aufgrund unserer Selbstbezogenheit, das bringt auch nicht viel. So when we are facing a challenge, we should know that challenges and problems have temporary value. Wenn wir uns einer Herausforderung stellen, dann müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass die Herausforderungen oder Probleme nur vorläufige Bedeutung haben. We should not involve ourselves or we should not become one with any problem. Wir müssen uns nicht mit dem Problem so intensiv auseinandersetzen. Wir müssen auch nicht eins mit dem Problem werden. Why? Warum? Because we can't. Das We can't. Das können wir leider nicht. The light cannot become one or involved with darkness. Also Licht kann nicht mit Dunkelheit im Eins sein. This is completely opposite two things. Das sind zwei widerstrebende Dinge. So Sri Krishna says that you are facing a problem, but think who you are. Krishna sagt Arjuna, ja, du hast dich genau ein Problem gestellt,
Aber stellst du mal dir die Frage, wer du bist? Are you changeful or unchanging? Stellst du dir die Frage, ob du verwandelt oder veränderbar bist oder bleibst du konstant? Who are you? That is the question. Die Frage ist, wer bist du? Well, in our childhood, we used to read one nice couplet. In unserer Kindheit haben wir ein schönes Gedicht gelesen. It is the nature of the dog that it bites you. Es ist die Natur des Hundes, dass er dich beißt. But you cannot bite the dog in return to even the score. Aber du kannst den Hund nicht zurückbeißen. Newton says for each and every action there is an equal and opposite reaction. Ein Gesetz von Isaac Newton ist, für jede Handlung gibt es auch eine gegenteilige Reaktion. Equal and opposite. Ja, gleich, aber auch gegenteilige Reaktion. So bite the dog in return. Warum beißt man den Hund nicht, wenn er uns gebissen hat? You cannot. Man kann das nicht, Because you are not a dog. weil man kein Hund ist. So before facing a problem, just think who is facing the problem, a dog or a human being. Also bevor du dich der Forderung stellst, frag dich, wer stellt der Forderung? Wer stellt sich der Forderung? Ich als Mensch oder der Hund? Or who is this human being, a temporary existence who is changeful? Und wer ist dieser Mensch? Der ist doch vergänglich. Or the self who is bound in this frame and pining for freedom. Oder der Selbst, der in dir gebunden ist und nach Freiheit strebt und verlangt. So that is the first point one has to consider, Sri Krishna says. Das ist der erste Punkt, was man in Betracht ziehen muss, sagt Krishna. Then serially speaking, going according to the verses, the third point he takes up second. Wenn man in der Reihenfolge nach den Versen gehen würde, hat Krishna den dritten Punkt zweiten behandelt. Yeah, he goes up to 33, 3 verses. So he says, look at the problem from the standpoint of your dharma. Dann sagt betrachtet dieses Problem vom Standpunkt des Dharmas. Most of the time we understand our dharma means we are given the right to enjoy. Und wir sind immer dazu geneigt, wenn man Dharma versteht, dann haben wir das Gefühl, wir haben das Recht zu genießen. We have all human rights. Wir haben alle Menschenrechte. But real dharma is our duty, not rights only, but duty. Aber im wahrsten Sinne ist Dharma nicht das Recht, sondern die Pflicht. We have to bear the responsibility for performing our duty. Wir müssen die Verantwortung dafür tragen, für die Pflicht, die wir verrichten. Arjuna is the rightful king of the kingdom. Arjuna ist der richtige König des Königreiches. They have lost the kingdom, so his eldest brother will be the king. But they are together now, facing this challenge. Ja, wenn die ihren Königreich nicht verloren hätten, hätten wir nicht vor dieser Situation gestanden. Oder wären sie nicht vor der Situation gestanden. So as the king or of the family of the king, you have the right duty to save those who are protected by you. Und als Erbberechtigte hast du die Pflicht, um sich für die Recht anderer einzusetzen. This is called Kshatriya Dharma, the duty of a king to establish the order. Das nennt man Kshatriya Dharma, das heißt die Pflicht,
Ordnung wiederherzustellen. And as the king's family or the people in the king's family, a prince, you have the duty as a warrior also. Und als Angehörige des Königreiches oder königliche Familie hast du die Pflicht, auch als Verteidiger oder Krieger. So you have the dharma to look at the problem not from the standpoint of your personal interest. Und hier spielt persönliche Interesse keine Rolle und man darf auch nicht vom Standpunkt der persönlichen Interesse aus sehen. So personal ethics and universal ethics or meta-ethics, they have two different connotations. Also persönliche Ethik und Universalethik, die sind zwei verschiedene Dinge, die auf der mentalen Ebene geschehen. Arjuna has a bigger field to work with his ethics. Und Arjuna hat ein großes Feld zu bestellen mit dieser Ethik. The field of social and national order. Das ist das Feld der sozialen und nationalen Ordnung. He has to see that his duty in the form of his purpose is ethical. Und da geht es um den Zweck, ob das ethisch ist. Und da hat er die Pflicht, danach zu schauen. So purpose is meant for the greater good, for the greater number of people. Der Zweck ist die größte Vorteile für die größte Zahl von Menschen. That will bring him merits or Und das punyam. würde ihn Verdienst bringen. Or punyam. Ja, das nennt man auch Punya. And also it will save him from demerits or sins. Und dieser wird auch ihn vor Sünden oder vor unrühmlichen Taten schützen. That is what is called papa. Das nennt man Pap. So this is what is called meta-ethics. Und das nennt man Metaethik. Personal ethics, individual ethics is judged from the standpoint of what you do and how you do it. Persönliche Ethik wird nach dem beurteilt, was du machst und wie du machst. And the bigger ethics or meta-ethics is judged from the point of why you do it. Und die größere Ethik wird nach dem Standpunkt bemessen, warum hast du das getan? For what greater purpose you are taking up such a greater sacrifice? Für welchen Zweck machst du einen großen Opfer? So why should be ethical? Warum muss man nach ethischen Standpunkt? But from the personal standpoint, if you are as an individual working, then how will become ethical? Ja, wenn man nur nach einem persönlichen Standpunkt sieht, wie wird man dann nach ethischen Maßstab sich beurteilen können? And that is what is called your dharma. Und das ist, was man Dharma nennt. So Arjuna confused between dharmas. Und da hat Arjuna zwei verschiedene Dinge zusammengetan und deswegen ist er in Zweifel geraten. He had the dharma of protecting the country. Er hat die Pflicht, das Land zu schützen. But what he said, I would rather become a monk. Maybe go to Bindweide, get some Girwa clothes and become a monk. Was hat er denn gesagt? Ich werde lieber ein Mönch und gebe alles auf. There are instances in India, one young man came to join the Ramakrishna order. Da gab es auch mehrere solche Situationen. Ein junger Mann kam zum Ramakrishna-Order und wollte Mönch werden. Then Swami Brahmananda, who was president at that time, said, you have bigger responsibility to fulfill for the country. Go back. Und Swami Brahmananda, der damals Präsident war, hat ihm gesagt, du hast gegenüber diesem Land große Verantwortung, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Also So, da bist du dafür nicht vorgesehen, kehre zurück. So he was Subhash Chandra Bose, who fought against the British colonial rules. Und diese Person war Subhash Chandra Bose, der gegen die Kolonialmacht Großbritannien gekämpft hat. So being a monk is just
a way of escaping your duty, dharma. Und Mönch heißt in diesem Kontext rein Eskapismus. So Arjuna said, I think it better to take up the garb of the monks and go on begging for food, for livelihood. That is much better than fighting this war. Und Arjuna sagte, es wäre lieb, dass ich die Tracht eines Mönchs mir anziehe und einfach von Haus zu Haus betteln gehe. Da gebe ich mir damit zufrieden. So that is the second point actually. Look at the problem from the standpoint of dharma. Das ist der zweite Punkt. Betrachte das Problem vom Standpunkt des Dharmas. So each person has his or her own dharma. Jeder Mensch hat sein eigenes Dharma oder Pflicht. The third point, what Sri Krishna said. Nun kommen wir zum dritten Punkt. Look at the problem from the standpoint of the worldly wisdom or pragmatism. Betrachte das Problem vom Standpunkt des Pragmatismus. Yeah, you are a prince, you belonging to the warrior class. Du bist ein Prinz und gehört zum Clan der Krieger. And when there is a need to protect your country, you should be standing at the war front. That is how you are trained. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass du dein Land schützen musst, dann musst du am Schlachtfeld sein. Many countries nowadays, they make this compulsory that you should undergo some military training as part of your study. Manche Länder machen es auch zur Pflicht, Wehrdienst zu leisten, während man studiert. And when there is a need for that, you people will be called who are trained, not untrained people. Ja, wenn der Zeitpunkt kommt, wird man aufgerufen. So this is called the utilitarian standpoint, called laukika drishti. Das nennt man utilitärische Standpunkt, auf Sanskrit sagt man Laukika Drishti. And if you don't do that, then you are a coward. Wenn du das nicht tust, dann bist du ein Feigling. And if you do that, it will protect your reputation and protect the money government invested in you. Und wenn du das tust, dann lohnt sich für den Staat, der so viel in dir investiert hat. Then Arjuna said, Sri Krishna said that so look at the problem from the standpoint of labha labho jaya jaya, what you gain and what you lose ultimately. Da sagt Krishna, Arjuna, betrachte vom Standpunkt, was du daraus gewinnst und was du daraus verlierst. So by the idea 3 points, Sri Krishna has said, you lose both, you gain both. Betrachtet man von den vorherigen Standpunkten, sagt Krishna, du verlierst, aber auch du gewinnst. If you fulfill your dharma, then you lose what? Wenn du deine Dharma verrichtest, deine Pflicht nachkommst, was wirst du denn verlieren? You do not lose anything. Du wirst nichts verlieren. You neither lose your spiritual goal nor lose your worldly duty. Also man wird weder seine spirituellen Ziele noch die Pflichten gegenüber der Welt nie verlieren. Rather, you get merits or you gain in both these. Anstelle, dann kommt man in beiden Punkten weiter, man hat für sich einen Verdienst gemacht. You protect your reputation and you protect your duty. Du hast deine Reputation bewahrt, du hast auch deine Pflichten nachgekommen. Und du bist deinen Pflichten nachgekommen. And you perform your duty according to the ethical norms. Und du verrichtest deine Pflichten nach den Maßstaben der Ethik. That helps you to gain, Arjuna, Sri Krishna says, heaven, Swarga. Und das hilft dir, sagt Krishna Arjuna, den Himmelreich zu bekommen. That is the other name for your spiritual freedom.
Und das ist eine andere Bezeichnung für die spirituelle Befreiung. So dharma is our right to perform our duties. Dharma ist unser Recht, um unsere Pflichten zu verrichten. These are not only human rights, but our right Das to ist, perform our duties. das sind keine Menschenrechte, es ist aber unsere Rechte, um unsere Aufgaben zu verrichten. So what is the duty of Arjuna here? Und was ist dann die Pflicht von Arjuna in diesem Kontext? The duty is to act morally. Und die Pflicht ist, moralisch zu handeln. That means to perform actions that promote happiness. Das heißt, er muss solche Handlungen vornehmen, was Freude bringt. And that is done by opposing the causes of unhappiness. Das heißt, dass er muss die Sachen beseitigen, was Unglück bringt. As I was saying, that utilitarianism that promotes what? Greatest happiness for greatest number. Ja. The greatest amount of good for the greatest number of people. Das ist, was Utilitarianismus sagt. Größte Freude für die größte Zahl von Menschen. So here Arjuna has to act for the greatest amount of good for the greatest number of people. Und deswegen ist hier Arjuna gefordert zu handeln, was viele Personen Vorteile bringt und Freude auch. Now, what is the action he has to do to achieve this goal? Welche Handlungen muss er vornehmen, um dieses Ziel zu erreichen? So the stress is on achieving a benevolent purpose. Ja, das heißt, um ein Handeln zu betreiben, eine Handlung vorzunehmen, was das Ziel fördert. And this opportunity has come before him as a big challenge. Und diese Gelegenheit ist gekommen in Form einer größeren Herausforderung. So now we have to see that this war is a consequence, not a purpose. Und der Krieg ist nur eine Folge, aber nicht ein Zweck. So it is not a duty. Es ist keine Pflicht. The duty is achieving greater good for greater number of people. Die Pflicht ist, für viele Vorteile zu bringen. So he says the purpose is more important than what happens in between and what are the consequences. Und deswegen sagt er, der Zweck ist wichtig, unabhängig davon, welche Folgen er mit sich bringt. And with this ends the first part of the teaching in this chapter. Und damit geht der erste Teil der Lehre dieses Kapitels zu Ende. So this is called Sankhya Yoga. Und das nennt man Sankhya Yoga. Or in another word, it is called Jnana Yoga or the path of knowledge. Und das nennt man auch Jnana Yoga oder der Weg des Erlangen des Wissens. So why is it called Sankhya Yoga or Jnana Yoga? Warum wird dies als Sankhya oder Jnana Yoga bezeichnet? Because it helps us to analyze any kind of situation. Weil dieser uns hilft, jede Situation zu analysieren. And to highlight and assess the purpose. Und auch den Zweck darin zu erkennen. To achieve that purpose, whatever has to be done, we have to do that. Um diesen Zweck zu erfüllen, müssen wir alles tun, was dieser Zweck uns fordert. And if this purpose brings about freedom for our bound soul,
then we should be prepared to sacrifice whatever is needed for that purpose. Und wenn dieser Zweck das Ziel hat, unsere Seele, was in uns gebunden ist, zu befreien, sich zu befreien, dann müssen wir alles unternehmen. So these are called actions, all the actions to be performed, which will guide us to achieve that goal. Und das sind die Handlungen, die wir unternehmen müssen, um den Zweck zu erfüllen. So we have chosen these actions as our duty because these actions will fulfill our purpose, which is called freedom. Ja, wir haben diese Handlungen bewusst gewählt als Pflicht, damit wir diesen Zweck, was dahinter steht, erfüllen können. So you see, the whole life has got a purpose. Wir sehen, dass das ganze Leben einen Zweck in sich enthält. Has got a meaning Hat auch eine Bedeutung, because it is guided fully towards a benevolent purpose. ja, das ist darauf gerichtet, uns zu steuern, diesen Zweck zu erkennen und zu erfüllen. And when the purpose is holy, the whole thing becomes holy. Und wenn der Zweck heilig ist, dann alles ist heilig. This Gita episode is just an example. Das Gita ist nur ein Beispiel. And it is such a hugely big example that our problems are much, much smaller than this. Und es ist so ein großes Beispiel, dass alle unsere Probleme sehr klein erscheinen. When this whole thing becomes holy, then the participant that you are holy. Wenn alles heilig wird, dann wir Teilnehmer werden auch auf diese Weise heilig. Your actions become holy. Und eure Handlungen werden auch heilig. And your life itself is religion. Und euer Leben ist Religion oder Glaube. Everything has its proper place in this scheme of life. In dieser Schemata des Lebens hat alles seinen Platz. And everything is helping you to reach your goal. Und alles helfen dir, dieses Ziel zu erreichen. So a proper understanding of the situation connected with the goal is necessary. Daher ist ein genauer Verständnis, was alles mit der Situation zusammensteht, ist erforderlich und ist auch hilfreich. You are there, your purpose is there in between your sacrifice, difficulties, sufferings as action will be there. Du bist da, der Zweck ist da und auch die Opfer, die du bringen musst, die Verluste und alle deine damit gefundenen Gefühle sind auch da. And if we lose sight of the purpose, what happens? Wenn wir diesen Zweck aus dem Auge verlieren, was passiert dann? We fight worldly battles Wir kämpfen tagtäglich mit weltlichen Dingen and we are lost in the action, und wir verlieren uns in solchen Handlungen. and our devotion will become emotions. Ja, unsere Hingabe wird dann Emotion. And we will lose ourselves in this world itself. Und wir werden uns in der Welt verlieren. So Sri Krishna is saying, this is what is called Sankhya Yoga. Und das ist, was Sri Krishna als Sankhya Yoga bezeichnet. Be prepared to keep the purpose of liberation in mind, liberation of the soul in bondage. Sei immer vorbereitet, die in dir gebundene Seele zu befreien. So after that, Sri Krishna also discusses very elaborately this path of action. Danach
setzt sich Krishna mit dem Weg der Handlung auseinander und gibt auch eine ausführliche Erklärung. We don't have much time to do that. Wir haben leider nicht so viel Zeit zu tun, uns damit zu beschäftigen. He talks about this action, as I said, as just yoga, karma yoga. Er sagte nur diese Handlungen als Karma-Yoga. So, if the karma is not turned into yoga like this, Wenn der Karma-Yoga ist nicht verwandelt oder wird nicht verwandelt, wie es zu verwandeln ist, then all the actions have the power to bind us. dann haben alle Handlungen die Kraft in sich, uns gebunden zu halten. So there is one special point Sri Krishna mentions to highlight the glory of karma yoga. Und es gibt einen Punkt, wo Krishna über die Macht von Karma-Yoga sagt. He spends 7 verses to explain this. Und er verwendet dafür 7 Versen, um das uns zu erklären. Then comes the principle or the hard and fast rules of karma yoga. Dann kommen die Prinzipien oder die Gesetze von Karma-Yoga. He says that you have the right to choose your action, but you have no right to choose the result. Da sagt er, du hast das Recht, deine Handlungen zu wählen, aber nicht die Früchte, die daraus entstehen. A very practical advice is here. He says that you can choose the action, but you cannot choose the laws of action. Er sagt, du kannst die Handlungen aussuchen, aber nicht das Gesetz dieser Handlungen, die das bestimmen. The results of actions will depend on the laws of actions. Die Ergebnisse basieren auf die Gesetze der Handlungen. And there are many factors which would be there in this world which would actually interfere with the laws of actions. Es gibt viele Faktoren, die mit den Gesetzen der Karma-Yoga interferieren oder die sich einmischen. So sometimes you will get a result and you will be surprised that I have not worked for such results. Manchmal bekommt man ein Ergebnis, aber da ist man noch überrascht, weil man gar nicht auf das gezielt hat. So some unexpected factors got involved or interfered with the laws of actions. Es gibt ja unerwartete Faktoren, die involviert waren. You cannot avoid that. Man kann diese auch nicht vermeiden. They are there. From somewhere they will come and. Die sind da, aber aus irgendwelcher Ecke kommen die dann. So then there will be a question, is it good that it is better not to get engaged in actions? Dann kommt die Frage, ist es gut? Macht es Sinn, uns mit so etwas nicht zu beschäftigen? If we do not have the right to control the result of our actions, then what is the need to do any actions? Wenn wir kein Recht haben, auf die Ergebnisse einzuwirken, dann was ist dann der Zweck der Handlungen? Sri Krishna says, means inaction is not the solution. Und da sagt Krishna, nichts tun ist keine Lösung. So if we have to face problems by doing something, it is better to not do anything. Also wenn Probleme entstehen könnten, heißt das nicht, dass man gar nicht tut. So what Sri Krishna says that no one can know fully well about the laws of the actions. Da sagt Krishna, niemand weiß genau, was die Gesetze der Handlungen sind.
So, therefore, actions are most of the time imperfect in spite of our efforts. Manchmal oder öfters ist es so, dass die Handlungen trotz unseren Bemühungen oft imperfekt sind. This is a great wisdom. Das ist eine große Weisheit. And then we are doing action, but we are prepared for any result. Wir unternehmen, aber dann sind wir auf alle Arten von Ergebnisse vorbereitet, was die Handlungen mit sich bringen. One can do one's best, but one should be prepared for the worst also. Man kann das Beste tun, aber man muss auch auf die negative Folgen vorbereitet sein, auch die schlimmsten Folgen. And when you learn to work with this Sankhya or Yoga, with this understanding, then what happens? Wenn wir mit diesem Gedanken bewusst unsere Handlungen vornehmen, was passiert? Then Sri Krishna makes a startling comment. Dann macht hier Sri Krishna einen beeindruckenden Kommentar. Then the result of any action will lose its competence to shake you. Dann heißt es, dass die Ergebnisse dieser Handlungen werden ihre Stärke verlieren, um dich zu beeinflussen. And what Sri Krishna says, he did not use this word result. I just paraphrased it. Sri Krishna says both success and failure will lose their competence to shake you. Das heißt, man bleibt unberührt von den Erfolgen und Niederlagen. Suddenly you get a big lottery and next day gone. Ja, es kann sein, dass man an einem Tag Lotto gewinnt und am nächsten Tag alles verliert. Your success brings death. Ja, dein Tod kann auch, dein Erfolg kann auch Tod mit sich bringen. Even as your failures can do that. Auch die Niederlagen können das machen. So Sri Krishna says, if you have this wise understanding that you cannot control the ultimate result, Wenn es dir bewusst ist, dass du gar nicht Einfluss auf die Ergebnisse hast, then you are never shaken by the result. Either it is success or failure. Success also can make you crazier. und dann bleibst du unberührt von den Ergebnissen, unabhängig davon, ob sie Erfolge oder Niederlage mit sich bringen. And you do not react in a disproportionate way. That is the idea. Du reagierst nicht auf die Ergebnisse, Because you are not caught unprepared. weil du nicht unvorbereitet getroffen worden bist. And this calmness in action is called yoga. Und diese Ruhe in dieser Handlungen nennt man Yoga. So Sri Krishna uses this word calmness Und in diese Sanskrit as Gelassenheit, kaushalam, the dexterity in action. und diese Gelassenheit bezeichnet Krishna als die Schönheit in der Handlung. So that is the 50th verse where Sri Krishna says, in this way you can convert the binding karma into a valid teacher. Ja, in die 50. Verse sagt Krishna, auf diese Weise kannst du die Karma, die dich binden können, auch so damit umgehen, dass du davon unberührt bist. So a tranquil mind will be able to drop its false value attributed to changeful things. Ein ruhiger Gemüt kann alles gut bewältigen. Speak a bit louder. Ja. Then what will happen? We will turn towards Atman, the self. Dann was passiert danach? Wir wenden uns nach innen. So our
understanding of the actions will help us to follow the path of self-knowledge. Und unsere Wissen über unsere Handlungen helfen uns, den Weg zur Erlangung des Selbstwissens. And when one is established in this peaceful Atman, one gets liberation. Und wenn jemand in diesen Zustand kommt, dann ist man auch bereit für eine Befreiung. And then Arjuna had a chance to ask another question. Dann hat Arjuna die Gelegenheit, eine weitere Frage zu stellen. That is the fourth part of this chapter. Das ist der 4. Teil des Kapitels. The characteristics Eigenschaften einer verwirklichten Seele. and Arjuna, as curious as we are, asked questions like us. Und Arjuna, wie neugierig wir sind, hat Krishna Fragen gestellt. You know, in India, the word Maharaja means a king. In India, das Wort Maharaja bedeutet ein König. And Maharaj means a person who will be sitting there with a big headgear, like standing there. And things will be different. And people will be standing both sides, fanning, like that. Ja, das ist jemand, der auf seinen Kopf eine Krone gesetzt hat und auf beiden Seiten gibt es Untertanen und Weißen und allen. So I remember I visited a village of the hill tribes in India. Ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, ein Dorf zu besuchen von einer Stammesgesellschaft. So some students of that tribe were studying in our hostel. Einige Schüler aus dieser Stammesgesellschaft waren in unserem Wohnheim. So Und waren auch Schüler. our student informed his parents that Maharaj will come. Und die Schüler haben den Eltern gesagt, Maharaj wird dann kommen. And his family, friends, all of them came to see me. Und dann die Familie, Freunde und alle kamen, um ihn zu besuchen. And they saw me, and okay, he told them that you have to make pranam and show respect, etc. Okay. So they, after I left, they asked, you told Maharaja will come, but there was nothing like that. Ja, die haben alles gemacht, was die Schüler ihren Eltern und Freunden sagten. Und nachdem er weg war, dann stellte ihn die Schüler die Frage, du hast ja gesagt, aber der sah nicht so wie ein König aus. So Arjuna also like us asked when someone realizes what changes will come in that person. Da stellt Arjuna die Frage, wenn man einen als verwirklichte Seele bezeichnen würde, welche Veränderungen wird stattfinden und wie sieht die Person danach aus? This person who has realized, will he sit like us on a chair or on the floor or on high sky? Und wird diese verwirklichte Seele genau wie wir auf dem Boden sitzen oder auf einem Stuhl oder irgendetwas? Would he speak in human language or language of the gods and goddesses or language of the old tribals? Würde er die gleiche Sprache sprechen wie wir oder die Sprache der Götter oder die Sprache von den Stammesgesellschaften? And how he would be walking with 2 legs or flying? Und wie würde er gehen? Läuft er mit seinen beiden Füßen oder fliegt er? So all these questions he asked about this person of realization. Und dann waren solche Fragen, die sich um eine verwirklichte Seele handelte. So Sri Krishna heard that, but did not answer any of these questions. Krishna hört ihm zu, aber antwortete gar nicht zu den gestellten Fragen. So what he said there, that was about the transformation that happened inside, not outside. Und was er damit gemeint hat, war dann diese Verwandlung
die innerhalb des Menschen passiert, aber nicht von außen. Outside changes can be brought about by outside actions. Äußerliche Veränderungen können durch die äußeren Handlungen hervorgetan werden. You go to a cosmetic studio, it will be all right. Ja, kannst du mal zu einem Kosmetikladen gehen und dich dann äußerlich schön machen. Do some cosmetic surgery, change the face, everything. Ja, man kann auch dieses Gesicht liften, dann sieht man noch jünger aus. Some places, this is the tradition that if you are a holy man, you should have white beard, flowing beard. In manchen Orten ist es eine Tradition, dass eine weiße Person auch einen weißen Bart haben muss. You can buy it from Amazon, no problem. Ja, die Farbe kann man ja von Amazon kaufen oder die Haare sozusagen. It don't cost you money, 15 euro, you buy, you become a holy man. Ja, es ist nicht einmal 50 Euro. Wenn du diese kaufst und trägst, dann siehst du wie ein weißer Mensch aus. But Sri Krishna says that many things get transformed inside that person. Und Krishna sagt, vieles verändert sich in den Menschen selbst, der als verwirklichte Seele gilt. So you can read that in the end of the second chapter of the Bhagavad Gita. Und das kann man am Ende des zweiten Kapitels von Bhagavad Gita lesen. Those verses are mine of information about what a holy person is. Und diese Versen sind ein Schatz der Information darüber, wer eine heilige oder eine verwirklichte Seele ist. Nothing about how he looks like and how he talks, or nothing is there. Da ist gar nichts enthalten darüber, wie er von nach außen ist oder wie er äußerlich ist und was er sagt und so weiter. So there is in Hindi, there is a saying that when God lives inside your body, inside the body, then outside things lose their importance and validity. Also in Hindi gibt es ein Sprichwort, wenn Gott in dir behaust ist, alle äußerliche Sachen verlieren ihre Gültigkeit. Yeah, so that becomes real. Outside everything becomes unreal. Ja, das ist das Wahre. Alle anderen sind unwahre. So this is a very big chapter, but I try to summarize it as best as possible. Das ist ein großes Kapitel, aber ich habe mein Bestes getan, um so schön wie möglich zusammenzufassen. So I thank you very much. And we have come to the end of our retreat also. Ich bedanke mich bei allen und so sind wir auch am Ende unseres Retreats gelangt.